Ich stehe hier mit Andreas Funkenhauser am Stand von Nimsta. Andreas, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was Nimsta macht. Ja, hallo, servus. Schön, dass ihr bei uns seid. Ich bin Andreas, bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Nimsta. Kümmere mich ums Marketing und Vision Nimsta. Was wir machen, wir maximieren die menschliche Produktivität in den Lägern, in der Intralogistik. Und was wir machen wollen, wir wollen halt wirklich Freehands-Workflows innerhalb von 10 Minuten beim Kunden einsetzbar oder änderbar machen. Perfekt. Und wie fügt sich das, sage ich mal, in die Herausforderung bei der Logistik ein? Also ja, es geht ja alles um Digitalisierung und wir digitalisieren prinzipiell halt einfach den Werker im Lager. Ja. Und mit unserer Smartwatch bringen wir quasi die Information einer Picklist halt immer zum richtigen Zeitpunkt zum Werker und können mit ihm interagieren und somit halt auch mit automatisierten Systemen wie HEVs einfach auch kommunizieren. Ja, perfekt. Ich habe auch vorhin gelesen auf eurer Website, ihr ladet auch induktiv. Wir machen ja Wireless Charging für die Roboter. Ich finde jetzt die Frage ganz interessant, wie kann vielleicht so eine Smartwatch von Nimsta auch die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern in der Factory der Zukunft verbessern? Seht ihr da Möglichkeiten? Ja, definitiv. Und die Frage nach dem Wireless Charging, für uns ist es Stand der Technik. Also iPhones laden ja schon lange induktiv, man kann es überall laden, QI-Standard. Ja. Und für uns war es irgendwie klar, irgendwie alle anderen Variable-Hersteller machen das nicht so. Wir haben irgendwie noch PIN-Kontakte. Okay. Wir kriegen beim Kunden mit, dass die halt auch verschleißen. Ja. Und deswegen war für uns klar, dieses Device muss induktiv geladen werden. Und wir haben auch eine Fast-Charging-Option mit dabei, dass man auch einen 24/7-Betrieb bei ganz locker auch fahren kann. Ja. Und wenn wir jetzt so dran denken, wir haben ja immer mehr, sag ich mal, auch so kollaborative Roboter oder HEVs, die Material bringen und dann ist aber ein Mensch da, der was machen muss. Ja. Und mein Verständnis war bisher, wir haben so den digitalisierten Part, nämlich die Roboter und den Mensch, der halt noch analog funktioniert. Und da bildet ihr eigentlich die Schnittstelle, oder? Ganz genau. Also wir bilden die Schnittstelle grundsätzlich mal zwischen WMS und dem Freehands Worker. Ja. Und die Interaktion zum Beispiel mit der HEV ist extrem wichtig, weil man kann ja Nachschub anfordern. Ja. Und die Robotik im Picking ist einfach noch nicht auf dem Level, dass man schnell machen kann. Also ich glaube, Delivery Hero hat irgendwie 1,4 Millionen Mann am Tag im Einsatz, um zu kommissionieren und auszuliefern. Ja. Und weil es halt schnell gehen muss. Ja. Also wir als Kunden, wir profitieren in München von Gorilla oder von Flink und in 10 Minuten muss das Zeug da sein. Es muss halt auch passieren. Ja. Und das heißt, du könntest jetzt auch auf deine Uhr drücken und ein HEV rufen beispielsweise, was dir Nachschub an Material bringt in der Linie. Definitiv, ich kann es auch gerne zeigen. Also ich habe jetzt ja immer unsere Demo hier mit dabei und hier würde mir jetzt angezeigt werden, dass ich zum Lagerplatz 08 gehen muss und einen Artikel picken. Und ich kann das dann tun und kriege ja dann auch die Rückmeldung, dass das richtig ist. Ja. Und jetzt am Ende kommt der Touch. Hier fordere ich aber ein DHL-Label bei uns an. Aber es kann dann natürlich genauso Nachschub über ein HEV sein oder ich rufe einen Staplerfahrer oder Unterstützung. Ja. Könnte jetzt auch sein, zum Beispiel, dass dir ein HEV folgt, du holst die Produkte aus dem Regal, legst die ab, das folgt dir und bringt sie dann am Ende zum Versand und du scannst sie. Ganz genau. Ja. Also da ist vielleicht auch ganz cool, wir hatten so einen Laserhersteller auf der Motec kennengelernt und der hat ja irgendwie eine sperrige Fernbedienung für seinen Laser. Ja. Und der macht jetzt die Steuerung einfach über unser Nimsta-Device. Er hat die Hände frei, kann seinen Laser steuern und somit kann er mit seinem System interagieren und bringt sich in eine Situation, wo er einfach effektiv arbeiten kann. Ja. Super, und so ein großes Thema in der Branche ist ja auch Fachkräftemangel. Ihr macht jetzt Devices für Menschen, aber könnt ihr da trotzdem dieser Herausforderung dadurch irgendwie begegnen? Oder? Definitiv, weil wir werden bis zu 50% schneller. Okay. Das heißt, man spart sich grundsätzlich halt einfach Zeit ein. Ja. Damit kann man mit weniger Personal in seinem Lager mehr Durchsatz schaffen. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, die Fluktuation ist halt hoch. Ja. Und durch unser System kannst du eigentlich jeden von der Straße holen, kurze Einweisung und er kann die Tasks ausführen, wie er muss. Ja. Und wir stellen halt schon fest, eigentlich sind viele Menschen im Lager immer noch mit viel zu viel Know-how unterwegs und arbeiten dann auch deswegen am System vorbei und da stimmt die Datenkonsistenz nicht. Und hier kann ich eigentlich nichts falsch machen, weil ich kann hier keine Abkürzung nehmen, weil er einfach digital ist. Ja. Und ich kann keine Abkürzung nehmen und damit ist die Datenqualität am Ende eigentlich bei 100%. Und Kunden von uns kommen meist von einer Fehlerquote von zwischen 10 und 20%, was sie in Kauf nehmen und mit uns auf 0. Okay, das heißt, das ist auch der Business Case dann. Und dann haben wir ja generell das Thema jetzt, also die Corona-Pandemie hat es ja auch gezeigt, die steigen Transportraten, so Produktion in Fernost kann durchaus eine Herausforderung sein. Das heißt, viele Unternehmen denken auch wieder mehr über Local Manufacturing nach. Ich denke, da ist es auch ein Schlüssel, oder? Sowohl die HEVs als auch die Smart Devices.
die das halt ermöglichen, bei begrenzten Fachkräften das trotzdem dann lokal umzusetzen und zu vertretbaren Kosten. Ja, das kann man nur bestätigen. Auch wir haben natürlich jetzt noch nicht so die großen Stückzahlen. Ja. Wir fertigen auch bei uns um die Ecke in Augsburg. Ja. Aber auch hier sehen wir, dass wir natürlich mit unserer Technik die auch auf ein anderes Level heben und wir auch bei denen auch 100.000 machen könnten, aufgrund, weil einfach der Step nicht mehr so groß ist, aufgrund der gestiegenen Kosten. Klasse. Vielen Dank. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, ihr habt auch eine spannende Zukunft vor euch. Auf jeden Fall gemeinsam. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ciao. Ciao.